Hallo, heute ist Sonntag, der 10. März 2019. Das Thema des heutigen Videos ist schwierig. Es dreht sich nämlich um einen Irrtum. Dazu noch einen sehr schwerwiegenden Irrtum, nämlich meine Transition war ein Fehler. Also jetzt nicht meine, sondern allgemein. Es gibt nämlich Menschen, die sich eine Zeit lang als trans identifizieren und dann auf einmal feststellen, dass sie doch nicht trans sind oder sich zumindest mit einem anderen Geschlecht oder Gender identifizieren, als sie das immer gedacht haben. Und diese Menschen stehen dann vor der Überlegung, ob sie ihre begonnene oder vielleicht sogar schon abgeschlossene Transition wieder rückgängig machen sollen, sprich, ob sie detransitionieren. Erste wichtige Nachricht vorneweg: Nicht jede Person, die detransitioniert, ist eine Cis-Person, die sich mit ihrem Geburtsgeschlecht arrangiert hat. Ich habe leider eine ganze Reihe von Geschichten hören und lesen müssen, insbesondere von Transweiblichkeiten, die detransitioniert sind, weil sie im täglichen Leben einfach unerträglichen Anfeindungen ausgesetzt waren. Diese Personen identifizieren sich nicht mit ihrem Geburtsgeschlecht und kehren dennoch zu diesem zurück, einfach weil die Geschlechterdysphorie, die sie erleben, immer noch leichter zu ertragen ist, als die ständige Angst vor Anfeindungen, Herabwürdigung oder tätlichen Angriffen, denen sie ausgesetzt sind, sobald sie das Haus verlassen. Solche Zustände sind eine Affenschande und die betreffenden Personen brauchen nur umso mehr Support von der Community, um ihre Lebenssituation wenigstens einigermaßen aushalten zu können. Zweite wichtige Nachricht: Nicht jede Person, die die eigene Transition stoppt oder deren Richtung ändert, hat einen Sinneswandel hinsichtlich ihrer eigenen Identifikation oder bereut irgendetwas. Dafür kann es nämlich verschiedene Gründe geben, angefangen von der Familienplanung. Vielleicht hat die Person auch einfach ein bestimmtes Erscheinungsbild angepeilt, was sie nun einfach halten möchte. Und vielleicht ist es auch so, dass durch die Transition der Blick auf Geschlechter sich so stark verändert hat, dass die Person auf bestimmte äußerliche Features überhaupt gar nicht mehr angewiesen ist, um sich noch glücklich und wohl zu fühlen. Und vielleicht ist der Grund auch irgendein anderer. Diese zwei Punkte sind auch möglich, aber nicht Thema des heutigen Videos. Ich möchte mich wirklich mit dem Fall beschäftigen, dass jemand sich ehrlich geirrt hat und zum eigenen Geburtsgeschlecht praktisch zurück möchte. Einzusehen und zu akzeptieren, dass man sich geirrt hat, ist ja schon in einfacheren Alltagssituationen ziemlich schwierig und es wiegt umso schwerer, je wichtiger und vielleicht auch persönlicher das Thema ist. Ich kann mir deswegen nur grob ausmalen, welch unglaublichen Schuld- und vielleicht auch Schamgefühle solche Personen plagen müssen. Jetzt kommt aber auf die Trans-Community eine interessante Frage zu, wie nämlich umgehen mit Menschen, die ihr eigenes Geburtsgeschlecht zurückhaben wollen und detransitionieren wollen. Eigentlich sind das ja dann Cis-Menschen, also gehören sie nicht mehr in die Trans-Community, oder? Das sehe ich anders. Ich bin der Meinung, die Trans-Community sollte Menschen, die detransitionieren, nicht einfach aus ihren Reihen herauskicken, sondern den Kontakt aufrechterhalten. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens ist das Thema Transidentität immer noch ein sehr großes Streitthema, was immer wieder gerne als Spielfeld für politisch motivierte Ideologien missbraucht wird. Von mehreren Lagern übrigens. Eine Person, die vielleicht mit dem Gedanken spielt, dass sie auch trans sein könnte und die das gegenüber den falschen Menschen kommuniziert, die kann ganz schnell durch wahnsinnig unreflektierte und plumpe Dokumentationen gezielt manipuliert und völlig verunsichert werden. In solchen Dokumentationen wird Transgeschlechtlichkeit im Ganzen gerne mal als eine logische Konsequenz von sexuellem Missbrauch, irgendwelchen Persönlichkeitsstörungen oder verallgemeinerten Einzelschicksalen diagnostiziert. Und leider entwickeln auch manche Rückkehrer selbst bedenklich extremistische Einstellungen und stellen sich selbst dann als eine Art Paradebeispiel dar für einen systemischen Fehler, den sie der Trans-Community dann einfach unterschieben. Solche Behauptungen sollte man am allerbesten auf kühle und unpersönliche Art und Weise analysieren und die Gegendarstellung praktisch aus der Trans-Perspektive darstellen, um vielleicht auch eventuelle falsche Annahmen richtigzustellen. Wenn aber das Thema Detransition aus Transkreisen überhaupt nicht thematisiert, sondern im Gegenteil tabuisiert wird, dann kommt das halt so rüber, als ob man sich alleine die Erwähnung dieses Themas verbitten würde und als ob das alles überhaupt nicht existieren würde. Das ist ja auch falsch. Deswegen sehe ich es als das Beste an,
wenn wir mit dem Thema offen umgehen und es als eine real existierende Gefahr anerkennen, gegen die wir uns einfach nur bestmöglich rüsten müssen. Zweitens bieten die Geschichten von Detransitionen interessante Anhaltspunkte, woran es vielleicht liegen könnte, dass jemand sich täuscht und glaubt, einem anderen Geschlecht anzugehören, als er sich tatsächlich identifiziert, falls das jetzt nicht zu kompliziert formuliert war. Es ist ja nicht auszuschließen, dass die Irrtümer, denen eine Person aufgesessen sind, vielleicht auch in den Köpfen der ein oder anderen Transpersonen genauso herumspuken. Besser also, die betreffenden Personen erkennen frühzeitig in den Geschichten der Detransitionen ihre eigenen Irrtümer wieder und setzen sich damit auseinander, bevor sie irgendwelche unumkehrbaren Entscheidungen treffen. Versteht mich nicht falsch, es soll nicht darum gehen, Menschen von ihrer Transition abzubringen oder sie dazu zu beschwatzen, dieses zu tun oder jenes zu tun. Das ist nicht Aufgabe einer Community, sich gegenseitig Entscheidungen abzunehmen oder sich in bestimmte Richtungen zu manipulieren. Alles, was wir tun können, ist unser Schwarmwissen zur Verfügung zu stellen, unsere Erfahrungen, unsere Geschichten, vielleicht Feedback, Unterstützung und auch Kontakte, an die man sich wenden kann, wenn man bestimmte Probleme oder Belange hat. Und ja, zu diesem Schwarmwissen gehört es auch der Fairness halber, dass wir uns mit allen Themen, die sich mehr oder weniger direkt mit Transidentität befassen, auseinandersetzen. Auch die Themen, die wir vielleicht als unangenehm empfinden oder die wir gerne ausblenden möchten. Gerade da sollten wir genau hinschauen, denn wer eine reflektierte Entscheidung treffen möchte und sich umfassend informiert fühlen möchte, der sollte eben auch über alles Bescheid wissen, auch über die Schattenseiten, die wir vielleicht nicht so gerne vor Augen geführt bekommen möchten. Drittens und letztens, wir können es einfach nicht ausschließen, dass es ab und zu mal Menschen gibt, die ihre Detransition bereuen. Haha, auch das gibt es, ja. Drittens und letztens, wir können es einfach nicht ausschließen, dass es ab und zu Menschen gibt, die ihre Transition bereuen. Ja, die menschliche Psyche ist nun mal unglaublich komplex und wir können uns noch so viel Mühe geben, alles genau zu reflektieren und die gesetzlich vorgeschriebene Begleittherapie zu absolvieren und unser persönlicher Fall rutscht dennoch durchs Raster. Ja, das ist dann eine absolute Scheißsituation. Aber sie wird nicht besser, indem wir die Person dann mit Schimpf und Schande überziehen. Aus dieser Perspektive betrachtet sehe ich es als das Vernünftigste, wenn wir in so einem Fall kühlen Kopf bewahren. Die Person mit dem Detransitionswunsch, genau wie eine Transperson auch, mit ihrem gewünschten Namen und Pronomen ansprechen, so wie es ja auch die Regeln der Höflichkeit gebieten, und dann das tun, was die Community einfach am besten kann. Schwarmwissen zusammenwerfen, Erfahrungen austauschen, Feedback geben, unterstützen, Kontakte vermitteln, an die sich die Person wenden kann. Und niemals verurteilen. Das ist zumindest so meine persönliche Idealvorstellung, wie in solch einem Fall vorgegangen werden sollte. Und sie hat auch nebenbei bemerkt den Vorteil, dass andere Transpersonen sehen, okay, diese Situation ist echt scheiße und ich möchte niemals in der Lage sein, aber falls es mir doch passiert, dann öffnet sich wenigstens nicht gleich das Tor zur Hölle unter mir und verschlingt mich. Ich zähle also nicht nur als Transperson. Und das, finde ich, ist doch eigentlich ein wichtiger Grundsatz, den wir uns merken können. Ob trans oder nicht, es ist der Mensch, der zählt. Ich werde in die Videobeschreibung noch ein paar Links einfügen von Geschichten von Personen, die selbst detransitionieren, ob freiwillig oder unfreiwillig. Falls ihr vielleicht auch noch interessante Links habt, dann postet sie gerne auch in die Kommentare. Die werden zwar wahrscheinlich erstmal als Spam markiert, aber die werde ich danach wieder freischalten. Dann sehen die ganz normal als Kommentare zu sehen. Und ja, wie steht ihr ansonsten allgemein zu dem Thema oder habt ihr vielleicht auch Interesse, dass ich mich mit bestimmten Geschichten oder Beiträgen mal auseinandersetze? Oder, keine Ahnung, schreibt einfach irgendwas anderes Lustiges in die Kommentare. Dann ja, verbleibe ich euch erstmal bis zum nächsten Mal mit absolut nicht verurteilenden Grüßen. Euer Kater Schnurz.